Hi, ich bin Timo von CloudWorks und ich möchte euch zeigen, wie wir mit unserem Tool Integrate innerhalb von knapp einer Viertelstunde eine Dropbox-Integration zu Salesforce konfigurieren können, auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise. Konkreter Use Case ist wie folgt. Wir haben hier einen Rechnungsdatensatz unterhalb der Opportunity und wenn dort der Status auf versendet umgestellt wird, dann möchte ich gerne, dass die Datei zu Dropbox, die im Anhang hängt, hier hochgeladen wird. Hier unter Related haben wir ein File liegen, sodass soll hochgeladen werden. Wie wird dieses Video grundsätzlich ablaufen? Also erstmal möchte ich euch das Endergebnis zeigen, wie es tatsächlich dann am Ende funktioniert. Dann werde ich eingehen auf die Vorarbeiten, die Voraussetzungen, die man braucht, um diesen Use Case umsetzen zu können. Konkret geht es da ein bisschen um Erstellung von Custom-Struktur und der Konfiguration bei Dropbox. Und schließlich zeige ich euch, führe ich euch einmal durch die Konfiguration von Integrate, inklusive auch Invocation, also inklusive auch der Erstellung eines Flows, der dann diesen Upload, diese Ansprache der Schnittstelle triggert. Viel Spaß damit. So, wie schaut es hier in meinem Beispiel das in Realität aus? Ja, wie funktioniert das? Ich habe jetzt hier mein Custom Object, das ich angelegt habe, gehe ich gleich noch drauf ein, unterhalb der Opportunity Invoices. Und was ich möchte, ist quasi meine Anforderung, ich möchte, wenn eine Rechnung verschickt wird, der Status sich verändert auf Send, dann möchte ich bitte, dass die Datei, die hier im Anhang befindlich ist, dass die hochgeladen wird in meine Dropbox. So, ich habe dazu einen Ordner in der Dropbox angelegt, API-Test, der ist jetzt gerade noch leer und da möchte ich jetzt gleich was drin sehen. Ja? Ich ändere den Status auf Send. Per Flow wird das Ganze invoked, die Schnittstelle wird angesprochen, die Datei wird hochgeladen und wenn ich jetzt hier wechsle wieder, sehe ich, dass quasi in Echtzeit die Datei erscheint und erfolgreich hochgeladen wurde. Zur Vorbereitung der Integration habe ich primär zwei Dinge erledigt. Zum einen ein Custom-Objekt Invoice angelegt, das Master Detail verknüpft mit der Opportunity und dann hier in einer der Beispiel-Opportunities auch einen Rechnungsdatensatz angelegt und also ich sag mal ein paar exemplarische Daten, die für uns jetzt eigentlich total irrelevant sind, aber wichtig, eine Datei im Anhang, die dann ja auch zur Dropbox hochgeladen werden soll. Die zweite vorbereitende Maßnahme war außerhalb von Salesforce, nämlich bei Dropbox selbst. In der App-Konsole von Dropbox muss man eine App anlegen, damit die Authentifizierung funktioniert. Das habe ich hier getan und insbesondere hinweisen möchte ich auf die korrekten Redirect-URLs, die man dort konfigurieren muss. Und die Syntax setzt sich zusammen aus diesem ersten Teil quasi api.integrate.app/integrate/oauth Fragezeichen org-id ist gleich und dann die long org-id und das muss man eben entsprechend hier hinzufügen, dass es am Ende auch funktioniert. Weitere vorbereitende Maßnahmen, dann eigentlich nur die Installation von Integrate, welches wir dann für die Konfiguration benötigen. Die Integration, die startet mit dem Wechsel in die Integrate App. Das habe ich hier bereits erledigt und zum groben Überblick erstmal, was wird getan. Wir werden jetzt in Integrate einen Provider anlegen für Dropbox. Wir werden dort Authentifizierungsinformationen hinterlegen, die Authentifizierung testen. Dann werden wir einen Endpunkt anlegen für den Upload von Dateien und am Ende ein Mapping anlegen. Das Mapping, das verheiratet dann die Struktur, die wir im Endpunkt konfigurieren, mit unseren Salesforce-Daten, unserer Salesforce-Architektur und wird dann am Ende definieren, dass eben der Anhang einer Rechnung in einem bestimmten Ordner in der Dropbox hochgeladen wird. Start, eben wie gesagt, mit dem Anlegen eines Providers. Dazu klicke ich hier auf New und benenne den Dropbox. Als Base-URL hinterlege ich die Basis-URL von Dropbox, die aus der Doku von Dropbox zu entnehmen ist. Das speichere ich. Dann öffnet sich der Provider-Datensatz und nächster Schritt ist das Hinterlegen von Autorisierungsinformationen. Jetzt im Falle von Dropbox gibt es verschiedene Ansätze. Ich habe mich hier entschieden für eine OAuth 2 Implementierung. Als Grant-Type wählt man den Authorization Code aus und definiert hier weitere Inhalte. Es gibt hier einen Header-Prefix, das nennt sich Bearer
Und dann haben wir hier einmal die Token URL, damit sie komplett sichtbar ist. Das scrolle ich hier einmal durch, ne? api-dropbox.com/OAuth2/Token. Die kann man aber auch der Doku entnehmen. Und wir haben einen ähm, eine Autorisierungs-URL, die ist im Prinzip identisch, endet hinten dann aber auf Authorize. So. Use PKCE, das ist wichtig, muss man anhaken. Und dann gibt es noch eine Client-ID und ein Client-Secret, das ich jetzt aber hier nicht hinterlege, damit das nicht Plaintext quasi in diesem Video zu sehen ist. Credentials Location Body, das ist wichtig und das Ganze speichern wir dann ab. Wenn das erfolgreich abgespeichert ist, jetzt hier ohne Client Secret noch, wenn das auch mit drin steht, kann man auf Get Token klicken und die ganze Authentifizierung, diesen ganzen Mechanismus einmal schon durcharbeiten. Ich schneide kurz, damit das Client Secret nicht sichtbar wird und zeige, was passiert, wenn man auf Get Token klickt. So, nach Klick auf Get Token wird man auf die Dropbox-Webseite weitergeleitet und wenn ich hier auf Weiter klicke, so jetzt erst kann ich eines meiner beiden Dropbox-Kontos auswählen, in dem Fall jetzt hier mein Privatkonto und bekomme dann ja, gemeldet, dass die Authentifizierung erfolgreich war und kann jetzt hier mit Back zurück zur Konfiguration kommen. Wenn wir dann zurück in der Konfiguration hier auf Get Token klicken, können wir ausprobieren, ob tatsächlich erfolgreich ein Token abgerufen werden kann. Ne, wenn ich auf Get Token klicke und Successfully Received OAuth 2.0 Access Token als Meldung bekomme, dann weiß ich, dass alles funktioniert hat. Nach Klick auf Back lande ich dann wieder hier in dieser Ansicht und kann dann final auf Speichern klicken, um zurück in meinen Provider zu kommen. Damit haben wir den Provider konfiguriert und weiter geht's mit der Konfiguration des Endpunkts, den wir brauchen. Dazu klicken wir hier auf New, geben dem Kind einen Namen, Upload nenne ich den jetzt hier, ja, vom Typ her Callout, Methode ist Bild im Weg, Methode ist Post und die URL des Endpunktes ist folgende, ist der Dropbox API aber zu entnehmen. In dem Endpunkt geht es darum, dass wir Integrate bzw. Salesforce mitteilen, in welcher Struktur welche Daten von uns erwartet werden von der Schnittstelle und in welcher Struktur die Schnittstelle uns dann wiederum welche Daten zurückliefert. Ja, am einfachsten zu konfigurieren ist das hier über diesen Configure-Button und bei Dropbox jetzt ein bisschen speziell. Wird die Datei grundsätzlich als Octet-Stream im Body übermittelt und im Header wird ein JSON mitgegeben, das einer bestimmten Struktur folgt mit Metadaten. Und damit fangen wir mal an. Das heißt, wir wollen jetzt erstmal in Richtung der Schnittstelle, also den Request konfigurieren. Direction Outbound ist also richtig. Sagen, wir möchten jetzt erstmal den Header konfigurieren. Und hier können wir dann eben dieses Header-Attribut Dropbox API Arc als Node definieren. Klicken hier auf Configure und können uns jetzt aus der Doku oder aus Tests, die wir vorab gemacht haben, ein Beispiel JSON in den Zwischenspeicher holen. Das habe ich jetzt hier gemacht, wenn ich jetzt hier auf Import klicke und das mir hier reinkopiere und das entsprechend importiere, dann werden diese 4 Attribute, die kann man auch händisch anlegen, aber von Integrate automatisiert angelegt. Ich klicke auf Speichern und habe damit die Header-Konfiguration bereits erledigt. Klicke nochmal auf Configure, weil ich jetzt eben auch den Body konfigurieren möchte. Das hatte ich gesagt. Hier wird jetzt ein Octet-Stream übermittelt. Da muss ich sonst nichts weiter angeben. Das reicht aus. Ja, und was ich jetzt noch konfigurieren kann, ist die Rückantwort vom Server. Dazu klicke ich hier oben auf Configure wieder, sage diesmal bitte Richtung Inbound. Den Body möchte ich konfigurieren, kann hier direkt auf Import klicken, kopiere mir wieder eine Beispielantwort aus der Doku oder aus einem Test von mir hier rein, klicke auf Import und bekomme automatisiert von Integrate diese ganze Struktur angelegt. So, der Endpunkt ist damit konfiguriert und dann geht es jetzt weiter mit der Konfiguration des Mappings. Ja, wozu das Mapping überhaupt? Das Mapping verheiratet jetzt diese oder diese Endpunkt-Konfiguration mit unserer Salesforce-Architektur. Das heißt, auch hier definieren wir erstmal einen Namen. Ich nenne das Mapping Upload Invoice. Mehr müssen wir ja erstmal nicht angeben.
Und jetzt geht es darum, in diesem Mapping erstmal den Datenkontext festzulegen. Ne? Ich hatte zuvor gesagt, ich habe so ein Invoice-Custom-Objekt angelegt unterhalb der Opportunity. Das ist prinzipiell mal der Kontext, den wir auch verwenden wollen. Und das wird hier in dieser Scopes Related List konfiguriert. Einfacher über den Button hier oben, Add Scope. Ich suche nach meinem Objekt, von dessen Ebene aus ich diesen Endpunkt ansprechen möchte. Suche danach, Invoice__c ist das Objekt und erzeuge mir diese Scope und kann jetzt weiteren Datenkontext ja, wie in so einer Baumstruktur hinzufügen. In dem Fall geht es mir jetzt eben nicht nur um die Rechnung, sondern ich möchte ja auch die Datei mit verschicken, ja, und füge das entsprechend als Child Scopes hinzu. In Salesforce funktioniert das so, dass die Architektur unterhalb des Custom Objects einmal der Content Document Link ist. Das ist eine Liste, die muss hinzugefügt werden und der Content Document Link wiederum, der verlinkt auf das Content Document und auch daraus wollen wir Informationen für die Übermittlung zur Schnittstelle. Das heißt, das fügen wir in unserem Datenkontext, der jetzt eben aus Invoice, Content Document Links und Content Document jeweils besteht, hinzu. Mit einem Klick sind wir zurück im Mapping und jetzt können wir anfangen, ja, diese Daten, die wir jetzt hier im Kontext zur Verfügung haben, eben der Schnittstellenarchitektur ja, zuzuordnen. Am einfachsten passiert das mit Klick auf Configure. Auch hier fangen wir jetzt wieder outbound mit dem Header an. Klicken wir hier auf den Header und dann haben wir hier dieses Dropbox API Arc. Diese Node, die fügen wir hinzu. Erstmal ohne spezifische Daten, das brauchen wir genau einmal und können jetzt hier diese einzelnen Attribute befüllen. Auto Rename möchte ich auf True haben. Den Mode, Mute, fangen wir damit an, möchte ich gerne auf False haben. Als Mode möchte ich gerne Add und als Path, da wird es dann ein bisschen spezieller, möchte ich gerne, ich blende mir jetzt ein bisschen mehr ein, einen Ordner definieren, der API Test heißt und dann den Titel und die Extension unseres Content Documents, welches wir hochladen, als ja, Dateipfad. Das schaut so aus, wenn man das einfügt, also /API-Test legt einen Ordner an, wenn er nicht existiert oder nimmt ihn. Und dann können wir hier mit Merge-Feldern arbeiten, können uns den Scopes bedienen und ich füge hier hinzu den Content Document Title und ja, die Content Document File Extension. So, das speichere ich ab und habe damit den Header konfiguriert. Ich klicke nochmal auf Configure, weil es geht ja nicht nur um den Header, sondern auch um den Body und füge dort aus meinem Content Document oder verknüpfe den Body mit meinem Content Document. Konkret möchte ich, dass dort die ID, Latest Published Version ID übergeben wird. Integrate macht dann aus dieser Version ID das Binary für den Octet Stream. Damit ist die Konfiguration in Integrate zumindest abgeschlossen. Wir können jetzt hier auf Activate klicken und das Mapping damit aktivieren. Und was noch fehlt, ist jetzt die Anlage eines Flows, ne? Damit wir sagen, okay, vielleicht per Klick oder in dem Fall würde ich das automatisiert sogar einrichten, dass beim Umstellen des Status der Rechnung auf Versendet die Rechnung automatisch zur Dropbox hochgeladen wird. Was wir machen können jetzt einmal, ist das Ganze auch testen. Ich klicke hier auf Test, suche nach der Rechnung und klicke hier auf Create, dann wird ein Job im System erzeugt. Und wenn ich jetzt hier ja, reloade, dann werde ich sehen, dass dieser Callout ausgeführt wurde und ich auch hier einen 200er zurückbekommen habe. Und wenn wir jetzt hier einmal in den entsprechenden Ordner schauen, sehen wir, dass jetzt hier vor einer Sekunde dieses Dokument auch hochgeladen wurde. Das lösche ich mir jetzt wieder raus. Für die finale Demo, die ihr schon gesehen habt, die ich jetzt dann gleich aufnehmen werde, damit ich das neu machen kann, ohne dass Dateien überschrieben werden. So. Den Flow legen wir uns an, ganz normal wie jeden anderen Flow. Das ist ein sehr einfacher Flow. Wir gehen ins Setup. In unseren Flow-Builder. Legen einen neuen Flow an. Start from scratch, das passt für mich. Record triggered, ich möchte es ja automatisiert haben. Als Objekt wähle ich meine Rechnung aus, die Invoice. Wenn ich es richtig schreibe, klappt es auch.
Invoice-C und ich sage, ich möchte immer dann, wenn ein Record abgedatet ist und der Status sent ist, und zwar nur only when a record is updated to meet the condition requirements, das ist hier korrekt, nur wenn es also neu eintritt, diese Bedingung, dann möchte ich gerne, dass die Datei hochgeladen wird. Dazu brauchen wir einmal ein Assignment-Element, in dem wir die ID der triggernden Rechnung einer neuen Variable, nämlich einer Array-Variable, die wir IDs nennen, einer Collection, zuordnen vom Typ Text. Das passt. Allow multiple values ist hier wichtig. Und der fügen wir jetzt eben die, lasse ich das hier mal verschwinden, die ID unserer Triggering Invoice hinzu. Das ist der erste Schritt. So, der zweite Schritt, und das war es dann eigentlich auch schon, ist die Action selbst, also der Callout selbst über Integrate. Wir gehen auf Actions, suchen nach Callout oder nach Integrate, ja, wählen das als Aktion aus. So, dann benötigen wir einmal die Mapping-ID. Das heißt, hier sind wir in dem Testjob, wir gehen zurück zu dem Mapping. Kopieren uns hier diesen Identifier raus, das ist total wichtig, und fügen ihn hier ein. Der muss stimmen. Und als Parent IDs übergeben wir unsere Collection, die wir erzeugt haben. So, und das war's. Das können wir speichern. Upload Invoice nenne ich das. Speichern. Aktivieren. Und damit sind wir fertig mit der Konfiguration.